Irgendwann zwischen dem 1. und 5. Jahrhundert nach Christus begann der Hindu-Weise Patanjali, die alten in ganz Indien praktizierten Meditationstraditionen zu dokumentieren. Er hielt Techniken, die fast so alt sind wie die indische Zivilisation selbst, in 196 Handbüchern, den Yoga Sutras, fest. Diese Texte definierten Yoga als das Anspannen des Geistes, bzw. diesen davon abzuhalten, sich auf äußere Objekte zu konzentrieren, um mit dem Bewusstsein eins zu werden. Im Laufe der Zeit kamen zum Yoga auch körperliche Elemente aus Gymnastik und Ringen hinzu. Heute gibt es zahlreiche Ansätze des modernen Yoga. Die meisten halten jedoch an den 3 Kernelementen von Patanjalis Methodik fest: Körperhaltungen, Atemübungen und spirituelle Besinnung. Dieser Mischung aus körperlichem und geistigem Training wird eine Reihe von einzigartigen gesundheitlichen Vorteilen zugeschrieben, wie zum Beispiel die Steigerung von Kraft und Gelenkigkeit, die Verbesserung von Herz- und Lungenfunktion sowie die Förderung des psychischen Wohlbefindens. Aber was sagen aktuelle Studien über die Vorteile dieser uralten Tradition? Trotz der Versuche vieler Forscher ist es schwierig, konkrete Aussagen über die Vorteile von Yoga zu machen. Dessen einzigartige Kombination von Aktivitäten macht es schwierig zu bestimmen, was genau welchen gesundheitlichen Nutzen bewirkt. Außerdem haben Yoga-Studien oft nur wenige Probanden und einen Mangel an Diversität unter diesen. Zudem machen die nötigen Selbsteinschätzungen die Ergebnisse subjektiv. Es sind jedoch gesundheitliche Nutzen vorhanden, die sich wissenschaftlich besser belegen lassen als andere. Beginnen wir mit Gelenkigkeit und Kraft. Wenn man seinen Körper in eine Yoga-Stellung bringt, werden mehrere Muskelgruppen gedehnt. Kurzfristig kann das Dehnen den Wassergehalt dieser Muskeln, Bänder und Sehnen verändern und sie dadurch elastischer machen. Im Laufe der Zeit werden durch regelmäßiges Dehnen Stammzellen stimuliert, die sich dann in neues Muskelgewebe und andere Zellen, die elastisches Kollagen erzeugen, aufspalten. Häufiges Dehnen reduziert außerdem den natürlichen Reflex des Körpers, die Muskeln zusammenzuziehen, und erhöht so die Schmerztoleranz bei Beweglichkeitsübungen. Forscher haben keine Formen des Yoga gefunden, die die Gelenkigkeit mehr steigern als andere, daher ist die Wirkung bestimmter Stellungen unklar. Aber wie andere Übungen mit geringer Belastung auch, verbessert Yoga bei gesunden Menschen eindeutig Fitness und Gelenkigkeit. Die Übungen haben sich auch als potenziell wirksames Therapieinstrument erwiesen. In Studien mit Patienten, die an einer Reihe von Muskel-Skelett-Erkrankungen litten, war Yoga hilfreicher bei der Schmerzlinderung und der Beweglichkeitsförderung als andere Übungsformen mit geringer Belastung. Fügt man Yoga zu einer bestehenden Übungsroutine hinzu, lassen sich Kraft und Gelenkigkeit bei schwer behandelbaren Leiden wie chronischen Schmerzen im Lendenwirbelbereich, rheumatoider Arthritis und Osteoporose verbessern. Die Mischung aus körperlicher Bewegung und regulierter Atmung beim Yoga hat sich als ähnlich gesund für die Lunge erwiesen. Erkrankungen wie chronische Bronchitis, Emphyseme und Asthma lassen die Atemwege schrumpfen und schwächen die Membran, die den Sauerstoff ins Blut leitet. Atemübungen, wie sie im Yoga praktiziert werden, entspannen die Muskeln, die die Atemwege einengen und verbessern so den Gasaustausch. Die Erhöhung des Blutsauerstoffgehalts ist besonders hilfreich für Menschen mit Herzinsuffizienz, bei denen nicht genügend Sauerstoff durch den Körper gepumpt wird. Hat man ein gesundes Herz, kann diese Übung den Blutdruck senken und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren. Der am meisten gepriesene Vorteil von Yoga ist der wohl am schwierigsten zu beweisende: seine psychologische Wirkung. Obwohl Yoga seit langem mit geistigem Wohlbefinden in Verbindung gebracht wird, gibt es kaum schlüssige Beweise für seine psychischen Auswirkungen. Es wird sogar behauptet, dass Yoga die Symptome von Depressionen und Angstzuständen lindert. Da die Diagnosen für solche Erkrankungen sehr stark variieren, ebenso wie deren Ursprung und Ausmaß, ist es schwierig, die Auswirkungen von Yoga zu quantifizieren.
Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Yoga Stresssymptome genauso gut reduziert wie Meditation und Entspannungsübungen. Die Forschung zu diesem Effekt von Yoga ist noch nicht abgeschlossen. In Zukunft werden größere Studien mit diverseren Probandengruppen nötig sein, um die Auswirkungen von Yoga auf Herzinfarkte, Krebsraten, kognitive Funktion und anderes zu messen. Aber bis dahin kann man die uralte Yoga-Tradition als Mittel für Bewegung, Besinnung und Entspannung fortsetzen. Abonniere diesen Kanal für weitere faszinierende Geschichtslektionen, Weltraumabenteuer, knifflige philosophische Debatten und Antworten auf die seltsamsten Fragen über deinen Körper. Bleib dran und bleib neugierig!